Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie und habe eine Folge von der TACON 2025 für dich mitgebracht. Und in dieser Folge der TACON geht's über die TACON selbst. Und dazu habe ich mit André Köhler gesprochen, der die TACON natürlich in- und auswendig kennt. Was das Besondere an der TACON ist, die Historie, die Highlights der letzten Jahre und ein Ausblick auf die kommenden Highlights, das erklärt er uns in dieser Folge. Und du kannst dir jetzt schon mal im Kalender markieren, den 16. und 17. September 2026. Da findet nämlich schon die nächste Ausgabe der TACON statt, wo wir uns dann hoffentlich auch persönlich sehen. Aber jetzt mal viel Spaß bei der Folge. Hallo André, schön, dass du da bist. Hallo Richie, schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich finde es ganz toll. Wir sind ja hier auf der TACON 2025. Das ist die wievielte? Weißt du es auswendig? Oh Gott, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Wir machen schon ein paar Jahre. Ich Also glaube, ist ich habe schon, das gehört, die achte, kann das sein? ich hätte jetzt gesagt 7. oder 8. genau. Ja, gut, Wahrscheinlich ist die dann- 8. dann- ja. Das passt schon ganz gut, ja. Ich muss selber gestehen, peinlicherweise meine erste, also ich war jetzt dann 7-mal nicht dabei, aber jetzt bin ich da und freue mich total, weil es echt ein toller Spirit, eine tolle Gemeinschaft hier, tolle Zugehörigkeit, so tolle Community, also so und ein intensives Zusammenkommen, das finde ich ganz toll hier. Ja, vielen Dank. Das ist toll, dass du das so empfindest. Das Team organisiert ja fast ein Jahr lang daran, dass wir dann 2 Tage hier zusammen sein können. Und dann ist das ein tolles Feedback. Ne? Ja, Also, ja. Dankeschön. Nee, also da auf jeden Fall. Also bin gerne da und hoffe auch wiederzukommen. Sag mal, das ist ja so ein bisschen in deinen Händen. Wie kam es denn zu der ganzen TACON? Wie ist denn das so entstanden auch? Ja, also ich bin im Herzen ja Softwareingenieur. Ich bin auch Professor an der Uni und bilde dort die Studenten aus. Und wir haben auch schon immer viel mit Unternehmen zusammengearbeitet und haben festgestellt, wenn du dich mit den Leuten, vor allem aus größeren Unternehmen, aus den IT-Abteilungen unterhältst, die haben ja alle irgendwie die gleichen Problemstellungen. Ne? Und sind aber häufig, ne, wenn du jetzt zum Beispiel Testmanager bist, ja, du hast eine Verantwortung für einen bestimmten Bereich, ist man manchmal auch ein bisschen alleingelassen auf seiner Position. Und da macht eben Austausch mit anderen total Sinn. Ne? Und das war so der Antrieb, warum wir gesagt haben, Mensch, lass uns mal so Formate, Konferenzen organisieren, wo eben Leute in gleichen Funktionen aus unterschiedlichen Unternehmen zusammenkommen, um sich auszutauschen, um sich gegenseitig Impulse zu geben. Und das haben wir eben vor ein paar Jahren insbesondere für das Thema Testautomatisierung gemacht. Als wir das ins Leben gerufen haben, war das noch eine Disziplin, die so in den Startlöchern stand. Ne? Also es gab einige Unternehmen, die da schon ein bisschen was gemacht haben, andere waren noch völlig blank und wir hatten das Gefühl, Mensch, das macht Sinn, einfach sich dazu auszutauschen, regelmäßig und auf einem sehr hohen Niveau eben in den fachlichen Austausch zu gehen. Und deswegen haben wir die TACON als Fachkonferenz für Testautomatisierung ins Leben gerufen. Mhm. Ja, super. Es ist ja toll, weil es auch so fokussiert ist und trotzdem so, ja, es ist ja nicht so überbordend. Es ist ein kleiner, heimeliger, man kennt fast jeden, ne? Oder also viele, kommt sehr schnell ins Gespräch, weil es einfach auch so ein intensiver Rahmen ist. Ne? Wenn jetzt es gibt ja viele Veranstaltungen in unserer Testing-Bubble. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die 3 USPs, so ein bisschen die TACON hat, wo er sagt, das ist der Grund, warum die Teilnehmer immer wieder kommen auch? Ja, also an erster Stelle ist es der Themenfokus. Es geht wirklich um Testautomatisierung. Natürlich kann man die Themen jetzt nicht immer trennscharf betrachten. Wir reden auch ein bisschen über Testmanagement, ein bisschen über Testdaten. Agile ist ein Thema, Testprozesse. Ne? So, aber im Kern geht es wirklich um Testautomatisierung. Und das ist so über 2 Tage schon eine sehr intensive Druckbetankung, die man da auch haben kann. Das wäre so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man hier wirklich ein gutes Netzwerk, also ein Netzwerk unter Fachleuten sozusagen aufbauen kann. Das heißt, wenn man herkommt und das möchte, hat man die Gelegenheit, wirklich viele echt gute Leute zu treffen, kennenzulernen, die im Thema Testautomatisierung sehr weit vorne dran sind und die man dann danach auch einfach anrufen kann. Ja? Und wir wissen auch, dass das hier passiert. Ne? Wenn ich wieder nach Hause fahre, ich habe in meinem Projekt irgendwie ein Thema, ich habe eine Frage, ich brauche einen Impuls und dann hat man ein gut gefülltes Adressbuch, wo man sich einfach Ratschlag holen kann und Impulse. Ja?
Das wäre so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, es ist einfach eine schöne Zeit, hier zu sein. Man kann viel Spaß haben. Ja? Ja, ja. Das würde ich sagen, sind so die drei wichtigsten Dinge, Ja, ja. die man auf der TACON erleben kann. Ja, also das mit dem Spaß kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Jetzt, ich sag mal, die Testautomatisierung ist ja auch ein sehr praktisches Thema. Ne? Und ich merke das auch, das spiegelt sich ja auch bei euch in den Vorträgen wirklich, dass da wirklich auch Lösungen gezeigt werden, Ideen und nicht nur auf einem High-Level macht man mal ein bisschen so hin und her, sondern wirklich dann auch Dings. Wie kommt ihr denn zu den Vorträgen? Wie sucht ihr denn die aus oder wie zieht ihr denn die rein, dass ihr da guten Input auch kriegt? Ja, also wir gehen direkt in die Unternehmen, in die IT-Abteilung und dort in die Testautomatisierungsabteilung und fragen die Leute, die dort arbeiten, woran sie gerade arbeiten und ob sie nicht Lust haben, das, was sie da machen, einmal vorzustellen. Weil wir daran glauben, dass Praxisberichte von Leuten, die es eben wirklich tun, das ist, wovon man am meisten und am besten lernen kann. Ja? Und es geht auch nicht nur darum, dass wir jetzt, ne, also hier stellt sich auch niemand auf die Bühne und sagt, bei uns ist alles super, sondern das sind immer sehr ehrliche Beiträge. Ne? Natürlich zeigt man dann etwas, was man erreicht hat, ne, im letzten Jahr. In der Regel hören wir aber auch immer, was hat eigentlich nicht funktioniert oder was war auch nicht so gut, ja, und wo war der Stolperstein. Und gerade das ist ja die besonders wertvolle Information, wenn man das mitnehmen kann, ja. Wenn man vielleicht noch nicht so weit ist, dann kann man vielleicht diesen Stolperstein eben umschiffen, ja? Oder kann eben von den Erfahrungen, die andere gemacht haben, profitieren und kommt selber ein bisschen schneller ans Ziel. Ja? Insofern ist das unser Weg, dass wir wirklich versuchen, aus den Häusern der Anwenderunternehmen eben ganz authentische Praxisberichte zu bekommen. Ja, ja. Wenn jetzt so, also wenn man so in die Runde schaut, ne, also einige bekannte Gesichter, gestern habe ich auch gesehen, also auch viele neue, die da sind. Wer ist denn so die typische Zielgruppe? Wer soll sich denn angesprochen fühlen durch die TACON? Ja, das sind im Prinzip die Personen, die in den Unternehmen Verantwortung tragen für das Thema Testautomatisierung oder die als Mitarbeiter eben in Testautomatisierungsteams beispielsweise oder als Testautomatisierer in agilen Teams unterwegs sind. Ja? Also Leute, die das wirklich machen, sich damit beschäftigen, wie sie im eigenen Unternehmen das noch besser machen können. Die sprechen wir hier an und die kommen typischerweise aus so mittleren bis großen Unternehmen. Das heißt, wir haben viele Versicherungen hier, Banken, Automobilhersteller, Behörden, öffentliche Hand. Das sind so die Unternehmen, die hier so her. Verstehe. Und ist ja immer hier in Leipzig, ist das richtig? Oder wechselt ihr auch mal den Ort? Also Ja, wir machen ja noch andere Veranstaltungen, die wechseln auch mal den Ort. Die TACON wird jetzt dauerhaft in Leipzig bleiben. Leipzig ist verkehrstechnisch sehr gut zu erreichen, ist eine schöne Stadt. Man hat kurze Wege und deswegen glauben wir, dass das ein super Standort ist, um sich hier auszutauschen. ja, auf jeden Fall. Jetzt so damit wir die Größe auch ein bisschen einschätzen können. Ich könnte es jetzt gar nicht sagen, ich habe es zwar gestern bei der Keynote gesehen, aber wie viele Teilnehmer habt ihr so im Schnitt? Aber wir sind jetzt dieses Jahr 130. 130. Also das ist ja eine kleine, knackige Truppe, ne? Aber sehr, sehr intensiv. Genau, Ja. also ich finde, es ist von der Größe her so, dass man wirklich die Möglichkeit hat, viele Leute kennenzulernen. Ja? Also das wird man an 2 Tagen gar nicht schaffen, da jetzt irgendwie mit jedem zu sprechen. Auf der anderen Seite ist es aber jetzt auch nicht so groß, dass es so anonym ist. Ja? Also man hat wirklich das Gefühl, dass man hier in so einer großen Familie unterwegs ist. Ja, genau. Insofern, ich mag speziell diese Größe eigentlich für so ein Konferenzformat sehr, sehr gern. Ja, das ist schon cool. Jetzt gibt es ja hier auch eine Gaming-Area, habe ich gesehen. Also ihr schaut ja euch mal, dass es so ein paar Highlights gibt. Wenn du so ein bisschen so zurückblickst in die letzten Jahre, gab es da so ein paar Momente oder Events oder Sachen, die ihr ausprobiert, wo du sagst, das ist mir so richtig in Erinnerung geblieben? Ja, also das mit der Gaming Area machen wir dieses Jahr zum ersten Mal und ich war selbst noch gar nicht da, deswegen ich muss auch noch hingehen. So. Ich habe gesehen, es gibt so großen, so einen Jenga-Turm, wo man mit so großen Holzklötzchen irgendwie unterwegs ist. Ja. Ich hoffe, dass sich keiner wehgetan hat, wenn der umfällt. Wir haben so verschiedene Gaming-Sachen ausprobiert. Wir hatten vor ein paar Jahren, haben wir mal so Retro-Games irgendwie aufgebaut. Weißt du, hier so Tetris und Pac-Man und sowas. Das kam auch ganz gut an. Ja. Da versucht sich das Team eigentlich jedes Jahr was Neues auszudenken und das macht immer Spaß, kommt gut an und wird immer gut genutzt. Ja. Ist ein bisschen dann auch Konkurrenz dann zu den Vorträgen. Da müssen wir aufpassen, ne, dass die Leute da nicht beim Zocken sind. Dass die Leute, genau, ne, dass sie den Controller wieder aus der Hand legen und dann wieder in den Fachvortrag gehen. Das ist natürlich, wir spielen natürlich schon gerne. Das ist, also ich habe auch gesehen, es ist immer irgendwer drinnen in der Gaming Area. Also es ist, kommt schon gut an. Ja, das kommt gut an, ne? Ja. Gestern war ja auch Social Event am Abend, also Come Together im Burger Hut haben wir
uns ja auch gut unterhalten. Ist es quasi auch immer Teil der Konferenz, dass es so ein Abendprogramm auch gibt? Das ist immer Teil der Konferenz und also inoffiziell, ich glaube, das ist der wichtigste Teil der Veranstaltung. Zumindest sagen uns das auch viele Teilnehmer, weil man, klar, ne, tagsüber, man hört die Vorträge, man nimmt viele Fachinformationen mit. In den Pausen kommt man ins Gespräch und so im 1:1 Gespräch, ne, da werden auch mal Sachen erzählt, ne, die man vielleicht in einem Vortrag jetzt nicht unbedingt teilen würde. Also da geht es schon mal noch ein bisschen tiefer dann auch zur Sache. Und bei der Abendveranstaltung noch mal eins mehr. Ne? Also wenn man da zusammen beim Glas Wein sitzt, dann kommt man noch mal intensiver und vertraulicher auch ins Gespräch. Und das sind eigentlich die Situationen, wo man mit den richtigen Gesprächspartnern auch wirklich viel mitnimmt. Mhm. Ja, hier ein Shoutout an alle, die gestern bei mir am Tisch gesessen haben. Es war sehr intensiv, aber sehr lustig. Hat mir viel Spaß. Wie lange habt ihr gesessen? Ich bin um 10 lang gegangen, weil ich gedacht, ich muss aber heute wieder fit sein für die Podcastaufnahme. Das Musste verstehe mich ich. dann schon auch zurückziehen. Ansonsten wäre ich gerne noch hängen geblieben. Ja. Äh, Die TACON findet jedes Jahr statt. Was hast du denn für die Zukunft noch sowas, wo du sagst, ach, das möchtest du auf jeden Fall mal auf der TACON noch haben oder verändern oder ausprobieren? Mm, Ja, also das Format, so wie wir das jetzt durchführen, das finde ich super. Was wir beobachten, ist, dass sich ja die Themenstellungen sozusagen dann immer verändern. Ne? Die Frage, ich glaube schon, dass Testautomatisierung eine Disziplin ist, die wir dauerhaft haben werden. Mhm. Ne? Jetzt dieses Jahr reden wir natürlich ganz intensiv über die Frage, wie wir mit KI in der Testautomatisierung hantieren können. Mhm. Ich glaube auch, dass uns das nächstes Jahr noch sehr intensiv beschäftigen wird. Wir sind ja jetzt in dem Zustand, nach meiner Einschätzung, dass wir Dinge ausprobieren, erste Erfahrungen sammeln, ja, dass wir gucken, was kann man machen, was geht, was nicht. Ich denke, in einem Jahr werden wir in der Hinsicht über sehr konkrete Cases reden, wo Mhm. man wirklich dann auch messbare Resultate hat. Im Jahr darauf vielleicht auch. Und dann ist immer die spannende Frage, was ist sozusagen das nächste Hype-Thema, ja, das wir Ja. sozusagen in der Testautomatisierungs-Community haben werden. Ich bin mir sicher, dann wird das nächste und übernächste Thema kommen. Da freuen wir uns drauf. Ja. Und ansonsten freuen wir uns auch drauf, dass die Veranstaltung wächst. Wir sind jetzt jedes Jahr ein bisschen größer geworden. Und ja, ne, solange wir hier ein gutes Gefühl haben, es Spaß macht, dass wir uns austauschen und die Veranstaltung auch prosperiert, Ja. solange ist auch alles gut und wir sind happy. Ja, sehr gut. Ja, das ist ja schön. Das merkt man hier auch. Es sind ja auch alle hier immer total fröhlich und irgendwie, es ist immer so nett hier. Also, und ich meine, ich finde ja wir Qualitätsnasen, wir sind ja irgendwie ein cooler Haufen. Ne? Also irgendwie so Dings, und das merkt man hier auch so richtig. Richtig Spaß hier mit allen. Das ist natürlich ganz fein. Ne? Ja. Ja, schön, dass du das so empfindest. Ja, Finde ich sehr gut. was hast du denn einen Wunsch an die Community? Ich meine, du hast hier ja jetzt, die hören und sehen jetzt quasi ganz viele zu. Hast du so einen Wunsch, wo du sagst, okay, das möchte ich mir von der Community holen, auch auf die TACON oder als Inspiration? Gibt's da was? Du meinst, was die Community auf die TACON mitbringen kann? Ja, genau. Oder dir zurückspielen kann auch, ne? Einmal als Feedback vielleicht oder so. Jetzt hast du die Ja. Möglichkeit, hier einen Aufruf zu starten. Ja, okay. Also an Feedback sind wir immer interessiert. Ja, also die Besucher der TACON kennen das ja auch. Ne? Wenn man vom Vortrag geht, dann werden so Punkte geklebt, damit wir sehen, ne, wie gut kommt es an. Ne? Mhm. Wir freuen uns natürlich über Feedback dann nach der Veranstaltung auch, ne, zu allen möglichen Aspekten. Unser Interesse ist es, eben eine Fachkonferenz zu organisieren, die die inhaltlichen Bedürfnisse unserer Zielgruppe super gut trifft, aber auch das Ganze ringsherum. Insofern, jede Form von Feedback ist immer willkommen. Also alle, die da waren, können uns gerne auf allen Kanälen kontaktieren und uns Tipps geben. Und das Zweite ist, wir freuen uns über inhaltliche Impulse. Ne? Also wenn ihr sagt, hey, das nächste Mal würden wir gerne mal Beiträge hören zu diesem oder jenem Thema. Oder wir würden mal einen Workshop machen zu diesem oder jenem Thema. Oder wir haben irgendwie ein Thema, das wir für uns mal erarbeiten möchten, wissen noch nicht genau wie. Das ist immer ein super Input. Also da freuen wir uns und bemühen uns auch sehr, sowas dann aktiv in die Agenda einzuarbeiten. Das wäre auf jeden Fall was. Ja, so dann hier gleich der Aufruf an alle. Die Kontaktdaten sind ja dann verlinkt und dann kann man sich ja auch da mal zusammenschalten. Und ich glaube, das ist auch etwas, es lebt ja hier stark von der Community, einfach auch mitzugestalten. Ne? Also, dass die nächsten Programme dann auch spannend werden für die Teilnehmenden, die kommen. Ja, absolut. Also wir machen ja auch nicht nur jetzt die TACON als Präsenzveranstaltung. Wir haben jetzt zum Beispiel, es ist ein Vortrag leider ausgefallen, weil jemand nicht kommen kann. Wir holen das danach als Online-Meetup beispielsweise, ne, wo man dann eben auch dann zwischen den Veranstaltungen halt sich einwählen kann, ja, und kann da halt dann im kleineren Rahmen eben sich zu speziellen Themen dann in der Testautomatisierung auch austauschen. Ja, also Ja. ne,
immer her mit dem fachlichen Input und wir versuchen den so gut wie es geht zu verarbeiten. Ja, ja. Jetzt habt ihr ja nicht nur die Tacon bei euch im Haus, ne? Die ist natürlich jetzt für uns hier Tester total spannend, aber ihr macht ja quasi andere Veranstaltungen auch noch und auch sehr große, ne? Genau, das machen wir. Also im Grunde genommen, wir machen eine ganze Reihe von Fachkonferenzen, Messekongressen, Community Days, eigentlich so entlang des Software-Lebenszyklus. Ne? Also wir haben solche Formate fürs Anforderungsmanagement, eben fürs Testen, für Security, für Governance, für Softwarearchitektur, für Enterprise Architecture Management. Das sind so die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, die auch alle miteinander vernetzt sind, ja, die zusammenhängen. Speziell beim Testen ist es so, haben wir so eine Community Day Veranstaltung eingerichtet. Das ist eine kleinere Veranstaltung, da treffen sich so ungefähr 30 Leute. Das sind in der Regel diejenigen, die für Qualitätssicherung verantwortlich sind in größeren Unternehmen. Und die treffen sich so alle 6 Monate hier in Leipzig und auch für 2 Tage. Es gibt auch ein Vortragsprogramm, aber da diskutiert man sehr, sehr viel. Und das ist so, ne, da wird die Tür zugemacht, da wird nichts aufgezeichnet Ja. und da kann man sehr, sehr offen reden. Ja. Mhm. Und das ist eine super Gelegenheit, um eben zu sagen, hey, ich habe in meiner Abteilung gerade folgende Problemstellung, könnt ihr mir mal helfen? Und dann sitzen alle zusammen und arbeiten wirklich dann an der speziellen Problemstellung, die eben jemand hat. Ne? Also, über die Vorträge, die man dann hört, kriegt man Impulse und kann da sehr intensiv diskutieren. Also es ist quasi so eine Intensiv-Session für Qualitätsmanagement. Ja, ist nochmal spannend, weil das vielleicht auch ein bisschen mehr noch hilft, auch in den Transfer in den Alltag zu kommen, ne? Wenn man dann wirklich seine Genau. Themen da nochmal so ein bisschen challengen kann. Genau, Ne? exakt. Ja. Ja, ja, sehr schön. Ja, nach der Tacon ist vor der Tacon. Das stimmt, da hast du Genau. recht. Ja, also jetzt, Woher weißt du das? Ja, das habe ich ich habe es mal angenommen. Das heißt, es kommt die nächste. Ja. Gibt schon ein Datum? Genau, 16., 17. September 2026 in Leipzig findet dann die nächste Tagung statt. Ja, super. Also ich möchte auf jeden Fall wiederkommen. Ich Du bist ganz herzlich eingeladen. danke. Und wir Das wollte ich rechnen, jetzt hören, aber jetzt wir- haben es im Podcast, dass ich darf wiederkommen. wir rechnen fest mit dir. Sehr schön. Haben wir hier quasi im Äther auch. Ja, ich freue mich total drauf. Es kommen ja rund in dem Podcast jetzt auch die ganzen Aufnahmen mit den Speakern hier. Da sind auch schon tolle Interviews entstanden. Ich freue mich, wenn die dann auch in den Wochen davor und nach dieser Aufnahme jetzt dann auch ausgestrahlt werden und was natürlich das Feedback auch der Community dazu ist. Ja, und ich freue mich total, nächstes Jahr wieder hier zu sein auch. Ich finde es ein tolles Format. Toll, dass ihr das so betreibt mit so viel Liebe und Engagement. Bin ich echt begeistert. Ich danke dir sehr, dass du hier warst zu dem Gespräch, dass wir mal so ein bisschen in die Hintergründe geschaut haben und wünsche dir heute noch einen schönen Resttag. Hier von der Konferenz kommen ja noch ein paar spannende Dinge. Und ja, alles Gute. Ja, danke schön, Richie. Das ist eine tolle Einschätzung auch von dir. Vielen Dank nicht nur, dass du den Podcast hier auch machst und dass du das alles auch quasi mit den Gesprächspartnern hier quasi für die Nachwelt aufnimmst und speicherst. Du hast ja auch eine tolle Keynote gehalten, die sehr, sehr gut ankam. Vielen Dank auch Danke, nochmal dafür. das freut mich über das Feedback immer. Dankeschön, mach's gut, ne? Dankeschön.